Mein Name ist Gina Göbel und ich promoviere seit dem 1.12.2023 am Lehrstuhl Sozialpsychologie, Medien und Kommunikation im Bereich akzeptanzneuartiger Terahertz-Technologien unter Berücksichtigung von sozialpsychologischen Mechanismen. Das Interesse in der Forschung zu bleiben, wäre vielleicht da die Sache, die es besser erklärt, war meine Anstellung als Recruiting Assistant am Fraunhofer FAR, wo ich bereits für das Netzwerk Terahertz NRW mitverantwortlich für die Frauenförderung Women in Terahertz war und dort halt eben sehen durfte, wie begeistert die ForscherInnen eben an ihren Forschungsbereichen tätig sind und mit wie viel Leidenschaft sie dabei sind. Und ja, ich wollte auch Teil dessen sein und war sehr, sehr glücklich darüber, dass es eine Promotionsstelle in meinem Fachbereich dann gab, wodurch ich dann zurück wieder in die aktive Forschung gehen konnte. Ja, aktuell beschäftige ich mich mit der Auswertung der Ergebnisse meiner ersten qualitativen Studie, wo ich erste Einblicke in die Akzeptanz bzw. auch die Wahrnehmung und Einstellung gegenüber der Terahertz-Technologie aus der Gesellschaft heraus untersuchen wollte. Und der nächste Schritt wäre dann tatsächlich jetzt zu schauen, wie man das Ganze quantifizieren kann, wie ich noch die größere, breitere Masse der Gesellschaft erreiche, um da nochmal zu schauen, welche Kommunikationstechniken eventuell auch einen Einfluss auf die Akzeptanz, auf die Wahrnehmung, auf die Einstellung der Personen haben. Ein Riesenvorteil sehe ich definitiv darin, dass man das tut, wofür man brennt. Also dass man halt einfach eine Arbeit hat, unter der man zu 100% steht. Dass man natürlich sehr flexibel auch arbeiten kann. Wenn man nachts um 3 nicht schlafen kann, kannst du da halt auch nochmal dich dran setzen und Ideen runterschreiben oder vielleicht auch nochmal ein Paper lesen und kannst dafür dann halt auch mal anderen Tätigkeiten über Tag nachgehen. Dann, dass du mit Dingen zu tun hast oder Dinge erforschen kannst, die bis jetzt halt noch niemand erforscht hat. Was mich allerdings dann auch zu den Nachteilen bringt, denn wenn du dich mit etwas beschäftigst, mit was sich vorher noch niemand beschäftigt hat, findest du dazu nicht viel und das kann zu Frustration führen unter anderem. Dass du denkst, ja Mensch, wieso finde ich jetzt dazu nichts? Das heißt, da muss man dann doch auch viel selber Zeit investieren, um da halt irgendwie seinen Weg zu finden. Und natürlich, wenn man etwas tut, was einem sehr, sehr viel Spaß macht, schaltet das Gehirn halt nie so richtig ab, zu 100%. Das heißt, du bist gerade irgendwie in der Stadt unterwegs mit Freunden und dann fällt dir ein, boah Mensch, könntest du damit nicht noch irgendwie auch deine nächste Studie machen? Dann fällt dir sowas ein und dann wird man kribbelig. Also die Vorteile sind gleichzeitig die Nachteile. Die Vorteile überwiegen allerdings, würde ich sagen, weil man halt einfach weiß, wofür man es macht und man hat halt dieses übergeordnete Ziel, dass du am Ende des Tages hoffentlich einen Mehrwert für die Gesellschaft leisten konntest.